bedanken uns ganz herzlich und gratulieren. Auf Slavko! Hallihallo! Willkommen zu meiner letzten Episode aus Nayang auf Phuket. Dieses Video soll euch ein paar Eindrücke geben, wie es mir abseits der Tauchgänge ergangen ist. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen sozusagen. In meiner Playlist Drive auf Slavko's Drive and Dive Diaries findet ihr ja schon 2 Scootertouren. Eine auf die Mangrovenseite der Insel und eine zum Dragon Cave. Beide Ausflüge waren einfach großartig, vielleicht habt ihr ja Lust, dort mal reinzuschauen. Vom Dach meines Apartmenthauses hatte ich einen tollen Blick auf den Flughafen. Das Zimmer war praktisch eingerichtet, alles da, was man braucht, sogar eine Waschmaschine. Nach Westen schaute ich direkt auf den Nationalpark und abends mit Sonnenuntergang hinter den Bäumen, denn dort beginnt der Strand. Die Lage hatte noch einen Vorteil, ich konnte die Flieger von Freunden und Bekannten live beim Anflug beobachten. Hier kommt zum Beispiel Andreas mit der Condor aus Frankfurt rein. Und wer jetzt denkt, ui, direkt am Flughafen, das muss laut sein. Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Durch die typische Windrichtung bleibt Nayang vom Fluglärm fast komplett verschont. Natürlich war zwischendurch auch immer wieder Beachtime. Frühstück direkt am Strand, ein gutes Buch, ab und zu ins Wasser und später ein eiskalter Watermelon Shake. Es gibt immer etwas zu beobachten, wirklich kein schlechter Ort, um den Tag zu verbringen. Wenn man nach rechts in Richtung Flughafenstrand läuft, kommt man zum Flughafen Riff, wo man wunderbar schnorcheln kann. Auch wenn viele Korallen auf dem Riffdach vor 2 Jahren der Hitze zum Opfer gefallen sind, ist der Außenbereich noch richtig schön. Wir haben dort sogar 2 Sepias beim Schnorcheln entdeckt. Und warum dieser Strand bei Flightspottern so beliebt ist, sieht man sofort. Und wer Lust hat, kann hier ganze 14 Kilometer am Strand laufen. Läuft man am Strand nach links, kommt man in den flachen Bereich der Bucht. Bei Ebbe zieht sich das Wasser weit zurück und selbst bei Flut ist es dort oft nur knietief. Auf dem Weg sieht man bei jeder Ebbe kleine Kunstwerke, Beach Art sozusagen. Die kleinen Sandkugelkrabben filtern den Sand nach Fressbarem und rollen den gereinigten Sand zu winzigen Kugeln, die sie dann ablegen, damit sie nicht zweimal denselben Sand durchsieben müssen. Und dabei entstehen dann Muster, die aussehen wie kleine Kunstwerke. Ich zeige euch mal ein paar dieser Künstler in meiner kleinen Strandvernissage. Was für uns aussieht wie abstrakte Kunst, ist für die Krabben reine Effizienz. Wir haben hier den abstrakten Expressionismus à la Jackson Pollock, Zielscheiben im Stil von Kandinsky, futuristische Fächerformen, Stadtpläne im Konstruktivismus à la Paul Klee und zum Schluss noch Kraftstrahlen im Futurismus. Nach einigen weiteren wunderschönen Abendstimmungen ging es langsam auf die Zielgerade des Jahres 2025 und direkt hinein ins neue Jahr. Das Feuerwerk am Strand ist jedes Mal ein echtes Highlight und zieht natürlich die Touristen, aber auch viele Einheimische an. Diese picknicken im Nationalpark und lassen es auch krachen. Thais lieben Feuerwerk und das spürt man hier ganz besonders. Und damit sind wir ins Jahr 2026 gestartet. Zur Vorbereitung meines nächsten Thailand-Trips habe ich auf Phuket ein paar Läden abgeklappert. Im kommenden Winter wartet neben dem Tauchen ein neues Abenteuer auf mich. Und dafür braucht es ein bisschen Vorbereitung. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Für ein paar Besorgungen bin ich bis nach Phuket Town gefahren. Von Nayang braucht man etwa 1 Stunde. Die große Straße in den Süden ist jedes Mal ein Erlebnis, wirkt chaotisch, ist aber am Ende gar nicht so schlimm. Entlang der Strecke findet man wirklich alles, von kleinen Shops bis hin zur Metro. Phuket Town ist das farbenfrohe, lebendige Herz der Insel. Die Stadt ist das historische Gedächtnis Phukets. Im 19. Jahrhundert brachte der Zinnabbau Reichtum, chinesische Händler bauten ihre typischen Geschäftshäuser
Europäer, vor allem Portugiesen, prägten die Fassaden mit Rundbögen und Stuck. Diese Mischung nennt man sino-portugiesische Architektur. Ich bin für euch noch ein paar Straßen abgefahren, damit ihr einen besseren Eindruck bekommt. Phuket Town Sunday Night Market machen wir nicht mehr so gerne, es ist einfach immer zu voll. Stattdessen fahren wir die kurze Strecke zum Naiton Beach, dort ist jetzt samstags ein kleiner Markt mit vielen Leckereien und Musik. So ein Abenteuer wird erst durch die Menschen besonders, die einen begleiten. Hier hätten wir die 3 von der Tauchschule. Zufällig sogar im Partnerlook. Und ganz besonders war meine Überraschungsparty. Eigentlich waren wir nur zu 5 verabredet und so sah es dann aus. Hinter meinem Rücken wurde heimlich alles vorbereitet. Ja, hier wunderbar. Udo und unter Wasser gerockt hat, uns wahnsinnig geholfen hat. Neptun. Oh, danke schön. Und wir bedanken uns ganz herzlich und gratulieren. Aufs Neptun! Oh. Aber gerne. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Mein Lieber. Wir haben auch ein Foto gemacht. Ja, hey. Die haben mich beim Tauchen erwischt. Beim Tauchen erwischt. Die Überraschung war absolut gelungen. Ein riesiges Dankeschön an Tino und Micha, ihr seid wirklich fantastische Freunde. Und auch an die ganze Tauchgemeinde ein großes Dankeschön. Es war echt toll, diese Zeit gemeinsam mit euch hier zu erleben. Zum Schluss noch ein letztes Abschiedsfoto im Sonnenuntergang. Hinter mir liegen eine wunderschöne Zeit, viele liebe Menschen, 50 Tauchgänge und der Dive Master als Krönung dieses Aufenthalts. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt mir gerne ein Like und abonniert den Kanal. Dann seid ihr auch dabei, wenn es im Dezember 26 und 27 mit neuen Abenteuern weitergeht.